Das neueste Album von Taylor Swift gibt's jetzt als Kassette. Ja, richtig gehört, die gute alte Musikkassette. Doch würden sich die Menschen jetzt noch Kassetten ihrer Stars kaufen? Wir haben in Frankfurt mal nachgefragt. Ich glaube, die Kassette als kleines Gimmick würde ich mir schon holen. Die sind ja auch meistens nicht so teuer. Ich würde eher Vinyl kaufen dann, ne? Also die Kassette hat dann nicht so den tonqualitativen Vorsprung. Schallplatten sind ja auch wieder irgendwie in geworden. Warum denn nicht die Kassette? Also ich fand es immer ganz cool. Ich höre dann doch alles auf Spotify. Benutze es dann halt auch nicht. Aber an sich so eine coole Idee, wenn man sowas hat, irgendwie hat was, ja. Wenn Kendrick Lamar so eine Kassette macht, dann würde ich das holen. Auch andere Künstler wie Kraftklub oder John Mayer haben vor kurzem Kassetten mit ihrer Musik auf den Markt gebracht. Aber die sind bei weitem nicht so bekannt wie Taylor Swift. Alexander Mutschnig ist Professor für Mediengeschichte und glaubt nicht unbedingt an ein Comeback der Musikkassette. Es kann durchaus sein, dass so eine Kassette als Hommage an, wie man das häufig sagt, gute alte Zeit erworben wird, um damit auch eine bestimmte Erinnerung zu haben. Die Kassette kann man durchaus als Retro-Medium bezeichnen. Und derzeit erleben wir ein Revival der Sachen aus den 80er, 90er und 2000er Jahren. Es kann also auch sein, dass Musikfans die Kassette für sich wiederentdecken. In den USA zum Beispiel steigen die Verkaufszahlen wieder. Aber lohnt sich das für die Künstlerinnen und Künstler wirklich? Es ist ein Luxus, überhaupt das im Angebot zu haben. Es ist inzwischen ein Luxus für jene, die das wirklich hören wollen. Denn dazu braucht man spezielle Geräte, spezielle Abspielgeräte. Und ich traue das vor allen Dingen jenen herauszugeben, die bereits eine große musikalische Erbe vorweisen. Hinzu kommt, dass solche Kassetten häufig nur eine limitierte Auflage haben. Man kann sie also sammeln und bei einem Konzert sogar noch signieren lassen. Und schon steigert sich ihr Wert. Doch auch wenn man keinen Kassettenrekorder oder Walkman mehr besitzt, lohnt sich für einige der Kauf trotzdem. Weil man das als Objekt der Haptik haben kann. Denn eine MP3-Datei kann man nicht unbedingt auch schenken. Dafür eine Musikkassette oder Schallplatte oder ein Buch. Taylor Swift will mit ihrer Musikkassette ganz offensichtlich auffallen, aus der Masse herausstechen und vielleicht auch neue Trends setzen. Denn jetzt redet die ganze Welt nicht nur von ihrem Album, sondern von ihrem Album auf eine Musikkassette. Es ist aber kein Revival, eine Kassette, sondern ein Merchandise-Gag. Auch wenn die Kassette bestimmt bei vielen einen nostalgischen Wert hat, so sind die Streaming-Angebote wohl doch bequemer.